Genau so endet es für dich, wenn du dafür nicht gemacht bist. Hier ist alles billig, alles sind freundlich und alles ist so einfach. Genau damit, mit diesem Gedanken, kommst du hierher und genau daran gehst du kaputt. Ja, hier ist vieles billig, aber ist es auch billig für dich? Ja, die Menschen sind sehr gastfreundlich, aber sind sie es auch zu dir? Und ja, das Leben kann ja ganz einfach sein, aber kannst du das einfache Leben überhaupt ertragen? Ob Georgien dich zerquetscht oder ob es dein Paradies wird, das entscheidet sich nicht da draußen, das entscheidet sich hier oben in deinem Kopf. Du stehst auf Hochglanz, auf Deutsche Vita, auf Komfort und dein Instagram, das soll neidisch machen? Dann frage ich dich jetzt mal ganz ehrlich, was willst du hier? Entspann dich. Ich sage jetzt nicht, dass du ein schlechter Mensch bist, aber glaub mir, es ist einfach das falsche Land für dich. Oder glaub es mir halt nicht. Wenn in dir nicht alles nach Status schreit, wenn du Komfort auch in einfachen Momenten finden kannst, wenn du Frust aushalten kannst, ohne direkt daran zu verzweifeln und wenn fremde Menschen für dich ein Geschenk sind und nicht ein Problem, dann hast du vielleicht eine Chance. Und ich sage dir das nicht einfach so. Ich wohne jetzt 4,5 Jahre hier in Georgien und fast 4 Jahre sogar hier in Poti, der wahrscheinlich unscheinbarsten Stadt am Schwarzen Meer. Und warum rede ich so klar darüber? Warum sage ich dir nicht einfach, dass die Welt rosa-rot ist, so wie du es vielleicht hören willst, damit du mich anrufst und sagst, Alex, ich komme jetzt auch nach Georgien. Kann ich irgendwas bei dir buchen? Ganz einfach, weil ich hier jeden Unsinn schon erlebt habe. Ich habe Lehrgeld gezahlt ohne Ende. Finanziell und auch emotional natürlich. Und weißt du was? Ich liebe Georgien. Trotzdem. Hier ist alles ganz anders, als du es vielleicht kennst. Georgier planen nichts in der Regel. Sie leben mehr im Moment, lieben den Tag, lieben ihre Zeit mit Familie und Nachbarn. Und natürlich hat jeder den besten Wein. Denn wenn du Zeit im Überfluss hast, brauchst du auch guten Wein natürlich. Und den besten Chacha. Und wenn ihr Handwerker habt, dann habt ihr nur Meister. Es gibt keine schlechten Handwerker hier, sagt man euch, bis ihr den zweiten bestellt und den dritten, der die Fehler der ersten zwei ausbügeln soll. Wenn ihr hierher kommt, hört ihr, kein Problem. Egal was ihr fragt, kein Problem. Nichts ist ein Problem hier. In Georgien gibt es keine Probleme. Hat ja schließlich jeder gesagt, oder? Haben die alle gesagt. Und wenn es alle sagen, ja, dann machen wir mit. Dann haben wir keine Probleme. Und am Ende findet es selber raus. Wenn ihr hier etwas machen wollt, dann sagt man euch, geht ganz schnell. Nur ein paar Tage. Zum Beispiel, ich hatte ein Bad renovieren lassen. Mir wurde gesagt, eine Woche. Ich habe zu ihm gesagt, okay, dann gehe ich mal von 10 Tagen aus. War ich schon clever, ja? Habe ich schon weitergedacht. Weil ich ja schon erfahren war. Ich kannte das Spielchen schon ein bisschen. Ich glaube, es hat dann 3 Monate gedauert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und in den 3 Monaten konnte ich mich auch mit dem Georgier noch darüber unterhalten, dass er es eigentlich dann doch nicht mehr machen wollte, weil ihm ein paar Details, die ich schön fand, nicht gefallen haben. War nicht sein Geschmack und wollte er irgendwie nicht machen. Hat es dann doch gemacht, trotzdem. Aber macht euch auf sowas gefasst. Das seid ihr nicht gewöhnt. Da müsst ihr einfach durch. Und wenn ihr das nicht könnt, kommt einfach nicht her. Hat keinen Zweck. Bleiben wir mal bei Handwerkern. Auch lustig. Manchmal kommen sie auch ganz ohne Werkzeug. Ich habe einen Freund, der wollte an der Dachrinne was machen lassen. Ja, dann kam der Dachdecker, aber der wusste nicht, wie er da hochkommt. Er hatte keine lange Leiter, also eigentlich brauchte er so einen, wie nennt sich das, Hubsteiger, weil es war schon relativ hoch und so eine lange Leiter auf die Entfernung ist ja vielleicht auch nicht so clever. Und ja, dann saßen die erstmal da und haben sich beraten, stundenlang. Also mehrere Handwerker sitzen erstmal da und beraten sich und das geht nicht und was weiß ich. Was ich in Georgien gelernt habe, ist, egal in welcher Situation man ist, am Ende klappt es doch irgendwie. Also ihr denkt euch, alles für den Arsch, nichts geht, aber am Ende geht es dann doch irgendwie. Aber fragt mich nicht wie. Ich kann euch eins sagen, ich bin mal liegen geblieben. By the way, schaut euch das Video an, warte mal, ich habe die Sonne hier so im Hintergrund, wo ich in Mestia war und auf dem Weg zurück sind wir liegen geblieben, weil mir ja im Gebirge die Kupplung verreckt ist.
Story short, ich kam durchs Gebirge, weil ich einfach einen Gang reingewuchtet habe, so den dritten, und den gelassen habe. Aber als wir dann in Zugdidi waren, war ständig irgendwie Stop and Go und dann ging es natürlich nicht mehr. Dann war alles im Arsch, Getriebe im Arsch. What the fuck, zumindest liegen geblieben. Und dann wurde ich abgeschleppt vom Kumpel. Der hatte ein Seil mit, 4 Meter lang. Wir haben das Doppelt genommen. Das heißt, der war 2 Meter vor uns und wir sind 1,5 Stunden von Zugdidi nach Poti gefahren. Irgendwie hat es doch geklappt. Ich habe mir halb in die Hosen gemacht, aber am Ende geht es halt immer irgendwie. Das ist Georgien. Aber ansonsten hast du ja ein wunderschönes, entspanntes Leben. Deswegen, wenn du mich fragst, wird man dafür belohnt, all diese Sachen ertragen zu müssen, dann sage ich dir, ja Mann, ja Mann. Wenn deine Einstellung passt, dann wirst du hier für alles doppelt entschädigt. Alle Leiden, die du vorher ertragen musstest, kriegst du doppelt zurückgezahlt. Wenn du durchhältst natürlich. Du liebst die Natur? Ja dann, auf nach Georgien. Die ist hier so vielfältig, das ist unglaublich. Ich bin jetzt gerade am Meer, ihr habt es ja gesehen. Mein Haus ist noch nicht ganz fertig, haha. Georgien hat 3 Berge mit über 5000 Metern, mehrere Skigebiete. Georgien hat einen relativ langen Küstenstreifen mit Sandstrand und auch mit Kies- oder Steinstrand. Jeder wie er es mag. Und es gibt Batumi beispielsweise, die neue, schillernde Stadt am Schwarzen Meer. Dort ist Halligalli. Und wenn ihr jetzt zu mir kommt, zum Beispiel nach Poti, da ist es halt ein bisschen ruhiger, dafür aber Sand. Sand, soweit das Auge reicht. Und im Sommer, in der Saison, wird sogar der Strand aufgeräumt. Und direkt hinter Batumi, ich war letzte Woche oder vorletzte Woche mit meiner Freundin dort. Da sind wir ein bisschen rausgefahren. Plötzlich bist du mitten in der unglaublichsten Natur. Ich sage mal Berge ungefähr um die 1000 Meter. Ich weiß, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst. Ich habe jetzt einfach geschätzt. Und Wasserfälle an jeder zweiten Ecke. Ich kann es nicht beschreiben mit Worten, ich kann es nicht beschreiben mit Fotos oder Videos. Es ist einfach gigantisch schön. Das müsst ihr einfach mal gesehen haben. Also ihr kommt aus dieser Stadt, Casinos, Hochhäuser, laut und so weiter und fahrt 20, 30 Kilometer weiter und ihr denkt, ihr seid im absoluten Paradies. Das ist wirklich Wahnsinn. Das Gleiche ist, wenn ihr nach Mestia fahrt. Der Weg dahin, also Mestia ist nichts Besonderes, ehrlich gesagt, aber der Weg dahin, schaut euch mein Video an. Es ist unglaublich, wirklich gigantisch. Nichts könnt ihr auf den Bildern festhalten, so wie es ist, wenn ihr es vor Ort seht, wenn ihr es wirklich mit eigenen Augen seht. Ihr fahrt nach Tiflis, eine interessante, wunderschöne Stadt, sehr historisch, viele Kirchen, alte Kirchen, viele alte historische Gebäude, eine wunderschöne Innenstadt, viele Parks und ganz viel Hektik. Ganz viel Hektik, ganz viel Stress, wenn ihr die Hektik ernst nehmt. Die Alternative ist natürlich, es einfach so machen wie die Georgier, die nehmen Hektik einfach nicht ernst. Die bleiben einfach irgendwo stehen und enjoyen, während ringsum die Welt zusammenbricht. Sage ich mal, beispielsweise Verkehrschaos. Der Georgier quatscht erstmal mit dem Auto auf der anderen Spur. Also mit dem Fahrer natürlich. Richtung Aserbaidschan, hinter Tiflis zum Beispiel, gibt es noch ein Stück Wüste. Da fragte Martin Gerold und Regina, die waren da schon. Die waren sowieso überall in Georgien, haben quasi jede Ecke da schon gesehen. Link ist unten. Wer dort mal einen Urlaub machen will, ist jetzt vor allem im Herbst dann eine schöne Zeit. Ich glaube, bis Oktober sind sie offen. Und die kennen Georgien wie ihre Westentasche teilweise besser als die Leute, die direkt dort leben. Und sagen wir mal, du liebst Menschen, du magst es, mit anderen Menschen zu tun haben, dann sage ich dir, beim Leben meiner Mutter, und sorry Mom, aber ich meine es ernst, du wirst hier im ersten Monat so viele neue Leute kennenlernen, in so vielen unterschiedlichen Häusern eingeladen worden sein, wie dein ganzes Leben zuvor wahrscheinlich noch nicht. Denn das ist eigentlich, was Georgien ist. Guter Wein, gute Gesellschaft, Schaschlik und einfach zusammensitzen. Scheißegal, wie die Terrasse aussieht, scheißegal, wie das Haus aussieht, scheißegal, was für ein Auto vor der Tür steht, scheißegal, ob dein Rasen gemäht ist,
Scheißegal, ob du irgendwelche Markenklamotten anhast. Scheißegal. Hauptsache, du bist ein guter Typ, du passt dazu und die Leute haben dich irgendwie gern. Und dann kannst du hier nämlich beispielsweise auch ganz anders leben. Ich habe eingangs gesagt, hier ist alles billig, aber vielleicht nicht für dich. Und damit meine ich, wenn dich keiner leiden kann, keiner kennt, du einfach nur mit deinem Geld rumwedelst, dann kann es sein, dass du einfach überall das Doppelte oder Dreifache bezahlst, jetzt mal übertrieben gesagt. Wenn du aber gut mit den Leuten bist, wenn die Leute dich akzeptieren, respektieren, sagen, ja, das ist der Deutsche, der ganz cool ist, das ist mein Nachbar, das ist mein Freund, das ist, keine Ahnung, der Alex oder der Klaus oder der Sven oder Ernst, was weiß ich, setzt jeden Namen ein, den ihr wollt, dann habt ihr eine ganz andere Ausgangsbasis bei allen möglichen Anschaffungen. Und natürlich solltet ihr wissen, dass wenn ihr nicht abhängig seid von Importprodukten, wenn ihr nicht irgendwie immer verarbeitete Lebensmittel kaufen müsst, dann habt ihr hier wirklich eine sehr günstige Ausgangsbasis, um gesund und wirklich billig zu leben, weil Obst, Gemüse, alles was regional zu kaufen ist hier einfach viel, viel günstiger als in Deutschland. Ich sage immer, wenn man es richtig anstellt, kann man hier wirklich sagen, dass ein Lari wie 1 € ist. Also, wenn ihr hier einen Lari ausgebt, dann gebt ihr in Deutschland wahrscheinlich für das Gleiche 1 € aus. Wenn ihr das Richtige kauft, wenn ihr an der richtigen Stelle kauft und wenn ihr die richtigen Kontakte habt, vorausgesetzt. Jetzt hoffe ich also, dass du weißt, ob dein Mindset genau das Richtige ist, um hier klarzukommen. Denn niemand kennt dich besser als du selbst. Überlege es dir richtig, wenn du hierher kommst. Aber wenn du herkommst, mach es mit vollem Herzen, mit voller Entscheidung und halte durch. Dann wirst du belohnt, glaub es mir. Bis dann. Ciao, ciao.